Kann man Ohrringe mit der Stickmaschine machen? Wir probieren es aus. Bleibt dran. Hallo, ich bin die Christine vom Nähmaschinenhaus Scharchow und wir probieren heute zusammen, in dem Fall mit einer Bernina Maschine, ob wir vielleicht Ohrringe mit der Bernina Maschine sticken können. In dem Fall ist es bei der Bernina tatsächlich so, es sind Stickdateien hinterlegt, die vielleicht nicht unbedingt ursprünglich dafür gedacht sind, aber die man dafür super verwenden kann. Anderenfalls, wenn du jetzt keine Bernina hast, ist es natürlich genauso möglich. Es gibt eine Internetseite zum Beispiel, die nennt sich OESD und dort kannst du diese Dateien herunterladen. Ist genauso gut möglich mit zum Beispiel einer Brasser-Maschine, einer Husqvarna-Maschine. Es gibt, ich glaube, 6 bis 8 verschiedene Formate, mit denen man das Ganze dann machen kann. Und wir schauen uns jetzt mal in dem Fall an der Bernina an, wie das funktioniert. In dem Fall bei der B590 wähle ich meinen Bereich Sticken aus. In diesem Bereich Sticken gibt es eine Karte, die schaut aus wie so ein Schmetterling. Dort sind ganz viele Zierstiche hinterlegt. Und dort, das Fach Nummer 7, ist ein kleines Herz in dem Fall. Dort sind die ersten 3, vielleicht auch 4, der 4. ist relativ groß, verschiedene Möglichkeiten, um einen Ohrring zu gestalten. Ich habe verschiedene Muster schon mal gemacht, die zeige ich euch aber später. In dem Fall probieren wir jetzt gemeinsam einfach mal die Nummer 2. Schaut aus wie ein großer Wassertropfen. Wichtig ist, ich habe jetzt einen ovalen Stickrahmen hier drin. Das muss ich der Maschine in dem Fall noch sagen. Schauen, wo der sich versteckt. Genau, damit die Maschine auch genau weiß, wie groß das ist. So, der Ohrring an sich ist relativ groß. Wir gehen jetzt hin und verändern hier die Größe. Das ist richtig cool. Ich kann hier einfach hingehen und kann sagen, okay, der ist mir viel zu groß für meine Ohren. Ich will den vielleicht nur so 60% der Größe haben. Und kriege gleichzeitig dann natürlich die angepasste Stichanzahl. Jetzt brauche ich aber nicht nur einen, im Normalfall habe ich ja 2. Also gehen wir hin und duplizieren das Ganze und können es dann einfach positionieren, wo wir es gerne haben möchten. Dann sind wir eigentlich auch schon soweit. Was brauchen wir denn eigentlich alles, um diesen Ohrring ordentlich sticken zu können? Also, Maschine mit Stickrahmen. Ich brauche ein Vlies, das dazu geeignet ist, um natürlich auch die Vielzahl an Stichen, die ich brauche, verarbeiten zu können, beziehungsweise dass das auch ordentlich danach stabil wie ein Ohrring aussieht. In dem Fall habe ich jetzt ein Avalon Ultra genommen und was brauche ich noch? Einen Faden, einen Polyneon in dem Fall und eine passende Nadel. Ich würde empfehlen, eine Anti-Glue-Nadel zu nehmen, damit von Organ in dem Fall, damit diese Durchstichkraft, dass das alles passt, dass sie nicht verklebt, dass das einfach ordentlich funktioniert. Wenn das alles vorhanden ist, können wir auch schon losstarten. Ich habe jetzt die Maschine schon eingefädelt. Das heißt, wir können jetzt direkt in den Bereich Nähen gehen. Der Ohrring an sich wäre jetzt als Datei zweifarbig. Ich kann aber natürlich auch, haben wir auch Kunden, die natürlich fragen, ja, muss ich denn jetzt 2 verschiedene Farben verwenden? Nein, du kannst ihn auch einfach einfarbig sticken. Ich habe mir jetzt ein schönes Türkis ausgewählt und in dem sticken wir das Ganze jetzt mal. So, nun ist die Maschine fertig mit dem Sticken. Wir nehmen jetzt unseren Stickrahmen aus der Maschine raus. Ich zeige euch jetzt mal, warum es so wichtig ist, so ein stabiles Vlies zu nehmen. Man sieht wirklich hier wirklich schön, wie viele Stiche das auf einer Stelle sind. Und deswegen muss das Vlies einfach richtig schön stabil sein, damit das natürlich das Vlies auch mitmacht. Wir gehen jetzt hin und schneiden das Ganze dann einfach ganz knappkantig hier um die Ohrringe drumherum aus und waschen es unter dem fließenden Wasser aus. Idealerweise ein bisschen warmes Wasser, dann löst sich das Vlies leichter. Nehmen das Ganze mal raus. So, genau. Wir schneiden das jetzt hier einfach ganz knappkantig um die Ohrringe drumherum aus.
wenn ihr das Ganze zu Hause macht, dann wäre es natürlich sinnvoll, vielleicht, wenn man jetzt so kleine Ohrringe nimmt, auch wirklich einen kleinen Rahmen zum Sticken zu nehmen, damit man natürlich auch das Vlies dementsprechend sparen kann. Bei uns war jetzt heute großer Drehtag, sage ich jetzt mal. Von daher hat es sich angeboten, die Bernina gleich weiter zu nutzen mit dem Rahmen. Und von daher bin ich jetzt einfach beim großen Rahmen geblieben. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich gehe jetzt schnell die Ohrringe auswaschen und dann schauen wir mal, wie die fertig aussehen. So, Ohrringe sind ausgewaschen. Jetzt ist es natürlich so, dass eine Maschine während dem Sticken immer mal wieder auch zwischendrin abschneidet. Ich hoffe, man sieht das Ganze. Man hat natürlich irgendwo so ganz kleine Fädchen immer mal noch, die übrig bleiben vom Abschneiden her. Da geht man einfach mit einer kleinen Schere hin und schneidet die ab. Aufpassen natürlich, dass man das restliche Stickbild, also das restliche Muster nicht verletzt dabei. Genau. So, einmal Fitzel weg und schon sind unsere Ohrringe, gerade schauen, wo die richtige Seite ist, so rum, schon sind sie fast fertig. Ich bastel das Ganze jetzt mal noch zusammen und dann schauen wir, wie die aussehen. Also, am besten kauft ihr euch zusätzlich zu den Ohrringen ein Set. Ich habe mir jetzt das bestellt und zwar aus solchen Ringen und solchen kleinen Haken. Man kann natürlich auch Stecker nehmen, je nachdem, wie man das am liebsten trägt und ob man Nickel verträgt oder nicht oder ob man auf Sonstiges aufpassen muss. Die schauen dann dementsprechend so aus. Dann braucht ihr dazu natürlich eine Zange. So hoffe ich, dass ich das... So, und wenn wir fertig sind, dann sieht das Ganze so aus. Möchtet ihr mal noch sehen, wie es ausschaut? Also, das Tolle ist wirklich, man kann es in der Größe machen, so wie es einem selber steht. Man kann es in der Farbe machen, wie es zu einem passt. Mit dem Garn, das man gerne haben möchte, sei es etwas glänzender, sei es etwas matter. Und jeder kann es so gestalten, wie er es gerne hätte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss!